Jahrzehntelang war er der TV-Liebling der Deutschen. Jetzt ist er für einige nur noch ein Mensch, ein Mann von gestern. Es geht um den Entertainer Thomas Gottschalk. In seinem neuen Buch Ungefiltert plädiert er jetzt für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander. Ich wollte Everybody's Darling sein und bleiben, so Gottschalk. Aber mittlerweile gilt er bei einigen nur noch als aus der Zeit gefallen. Viele sagen, als alter, weißer Mann. Die über 300 Buchseiten seien seine Antwort auf die Vorwürfe der jüngeren Generation. So Gottschalk und Ausdruck seines Gefühls, er müsse andauernd irgendwelchen Shitstorms aus dem Weg gehen. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer. Guten Abend. Hallo. Hallo nach Berlin. Was sagen Sie denn? Ist diese Kritik an Gottschalk gerechtfertigt? Ist er jetzt nur noch ein bockiger, alter, weißer Mann, wie viele ja sagen? Oder jetzt ein onkeliger Typ, ne, wie es im Spiegel-Interview hieß. Also ich habe mir die Vorwürfe gegen Tommy Gottschalk angeguckt. Also er sagt, Jimi Hendrix fände er besser als Tokyo Hotel. Ja. Dann guckt er bei Frauen immer noch aufs Aussehen. Schlimm. Und er hat Geri Halliwell von den Spice Girls vor 20 Jahren ans Knie gefasst während einer Wetten-dass-Sendung. Das wird ihm jetzt in besonderer Weise zum Vorwurf gemacht, weil das würden die jungen Menschen heute nicht mehr verstehen und nicht mehr tolerieren. Gut, dann würde ich sagen, so viele Menschen, die sich noch alte Wetten-dass-Sendungen angucken, die 20 Jahre alt sind, gibt es auch nicht mehr. Ich glaube auch vor allem unter den Jüngeren nicht, sodass also der Grad von Leuten, die sich da schockiert äußern könnten, relativ klein ist. Der Zeitgeist ist heute jetzt ja auch ein anderer als in den 90er Jahren. Hat die Generation Z überhaupt das Recht dazu, sich deswegen moralisch über ältere Generationen zu erheben? Thomas Gottschalk ist ja nie wegen sexueller Übergriffe angezeigt worden, wenn er jetzt das Knie von Geri Halliwell oder Claudia Schiffer berührt hat oder seinen Kopf an die Schulter von Sophia Loren gelegt hat. Also jede Generation hat natürlich das Recht, zumal wenn sie jünger ist, den Älteren Vorwürfe zu machen. Aber das ist doch das Wesen von der Jugend, also gegen das Alter aufzubegehren und die anderen, die Älteren, also vor allem die Elterngeneration, zu Trotteln zu erklären. Das Lustige ist, dass die Vorwürfe ja gar nicht von der Generation Z kommen, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, von mittelalten Journalisten im Wesentlichen. Also die jeweils deutlich die 40 überschritten haben und die, glaube ich, in diesem Akt sozusagen der Anbiederung an die Jugend versuchen, den eigenen Alterungsprozess aufzuhalten. So. War der locker flapsig auf Tuchfühlung gehende Moderationsstil von Gottschalk nicht auch sein Erfolgsgeheimnis? Er hatte Rekordeinschaltquoten und das über Jahre hinweg. Das muss ihm erst mal einer nachmachen. Man muss ja sagen, wenn die Mehrheit der Zuschauer das Auftreten als ablehnend empfinden würde, wäre dann die Karriere des 74-Jährigen so verlaufen? Ja, nun könnte man ja sagen, also so wie er es damals getrieben hat, vor 20 Jahren, so geht das halt heute nicht und das würde nicht mehr in die Zeit passen. Nur ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn wir jetzt eine kleine Umfrage machen würden auf der Straße, ob die Mehrheit entweder der Welt-TV-Zuschauer oder jedenfalls auch dann darüber hinaus der Deutschen das alles als unangemessenes Verhalten empfindet und seine Sprüche heute als zu schlüpfrig und zu flapsig. Der Anteil derjenigen, die das so bejahen würde, ist relativ klein. Ich glaube, Thomas Gottschalk ist nach wie vor wahnsinnig populär. Ich meine, jeder ist auch beneidenswert, wenn er mit 74 noch so aussieht und auch austeilen kann wie er. Ich saß mal mit ihm gemeinsam auf dem Podium, ich glaube vor der vorletzten Bundestagswahl. Da war ich noch beim Spiegel. Da haben wir sozusagen gemeinsam mit der Kollegin Stokowski zu dritt so eine Runde gehabt, letzte Anweisung zur Bundestagswahl. Und da war mir schon aufgefallen, dass er ein relativ politisch denkender Mensch ist. Also das hat man jetzt in seinen Sendungen nicht so gemerkt, weil das war natürlich auch Unterhaltungsfernsehen und ja nicht Politshows. Aber er hat einen eigenen Kopf und fand ich erstaunlich, auch für einen TV-Moderator des ZDF, relativ klar in seinen Aussagen. Und das hat er sich beibehalten am Ende. Und das macht ja auch seine Coolness, finde ich, bis heute aus. He doesn't care. He doesn't care und das wird er sich wahrscheinlich auch beibehalten über die nächsten Jahre. Dankeschön, Jan Fleischhauer. Danke.